Trennbare und nicht trennbare Verben. In dem heutigen Video erkläre ich die trennbaren und nicht trennbaren Verben. Ich zeige dir, welche Präfixe und Vorsilben trennbar sind, welche nicht trennbar sind und auch welche manchmal trennbar und manchmal nicht trennbar sind. Außerdem erfährst du, wann du das Verb trennen musst und wann nicht, denn du musst es nicht immer trennen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dein Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die trennbaren und nicht trennbaren Verben. Das sind die Verben, die dann noch einen Präfix oder zu Deutsch eine Vorsilbe vor dem Verb stehen haben, wie zum Beispiel aufstehen oder verstehen. Abhängig vom Präfix musst du das Ganze dann trennen oder eben nicht. Ganz wichtig hierbei ist es aber auch, dass du immer diese Verben mit dem Präfix als neues Verb ansiehst. Also in der Regel nicht davon ausgehst, dass du die Bedeutung direkt vom Hauptverb ableiten kannst. Das funktioniert manchmal, aber eher selten. Zum Beispiel aufstehen, hier funktioniert es relativ gut über die Bedeutung von auf als Präposition, stehen und aufstehen, aber zum Beispiel verstehen, das hat mit dem Stehen selber überhaupt gar nichts mehr zu tun. Wie genau diese trennbaren und nicht trennbaren Verben funktionieren, das erkläre ich dir jetzt aber mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir hier uns jetzt als erstes mal ein Beispiel für alle drei Versionen an. Als erstes ein ganz normales Verb ohne Präfix. Ich stehe in der Küche. Hier haben wir nur das Verb stehen ohne irgendeinen Präfix, ohne Vorsilbe davor. Als nächstes ein trennbares Verb. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Hier haben wir aufstehen, haben also das auf noch vor dem Stehen und hier wird der Präfix, also die Vorsilbe, getrennt. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Und noch ein nicht trennbares Verb, nämlich verstehen. Hier wird die Vorsilbe, der Präfix, nicht getrennt. Ich verstehe dich nicht. Ob das Ganze trennbar ist oder nicht, hängt von den Vorsilben, also den Präfixen ab. Schauen wir uns hier die wichtigsten trennbaren Vorsilben an. Das sind vor allem ab, an, auf, aus, ein, gegen, hoch, los, mit, nach, vor, weg, weiter, zu, da, hin, her, raus, rein, rüber, runter. Und es gibt auch noch einige mehr, die ich hier noch aufzähle. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele nochmal dazu an, damit du weißt ganz genau, wovon wir sprechen. Abfahren, ich fahre morgen ab. Aufstehen, du stehst um 6 Uhr auf. Rausgehen, ich gehe heute nicht raus. Mitkommen, ich komme zu dir mit. Deine Frage ist jetzt sicher, woher weißt du, ob es eine trennbare Vorsilbe ist? Es gibt keine ganz hundertprozentige Regel, aber was du dir immer nehmen kannst, wenn du diese Vorsilbe schon als eigenständiges Wort, also in der Regel Präposition oder Adverb kennst, dann kannst du es fast immer trennen. Also dann musst du es sogar fast immer trennen, wenn du es schon als eigenständiges Wort kennst, wie hier ab, an, auf, aus, ein, kennst du alles, die 4 als Präposition und das hier als Artikel, das kennst du alles schon und dann musst du das in der Regel auch trennen. Aber es gibt natürlich auch nicht trennbare Vorsilben. Die wichtigsten hier sind be, ent, er, ver und ser. Hier siehst du auch, das gibt es als einzelnes Wort nicht, außer er. Das ist als Personalpronomen. Aber das wird nie getrennt. Auch im und im werden nicht getrennt. Ansonsten kennst du den Rest eigentlich nicht als eigenständiges Wort. Hier noch ein paar Beispiele zu den nicht trennbaren Vorsilben. Verstehen, du verstehst den Satz nicht. Bestehen, er besteht die Prüfung am Montag. Erfinden, ich erfinde etwas Neues. Entdecken, er entdeckt ein Geheimnis. Neben den eindeutig immer trennbaren Vorsilben, diesen hier, und den nicht trennbaren Vorsilben,
gibt es aber auch noch trennbare oder nicht trennbare Vorsilben. Das sind die Präfixe, Vorsilben durch, hinter, über, unter, wieder und wieder. Diese sind dann je nach Verb trennbar oder eben nicht trennbar. Schauen wir uns das an einem Beispiel. Durchqueren ist nicht trennbar, ich durchquere den Tunnel. Aber durchschneiden ist trennbar. Ich schneide das Band durch. Es gibt auch einige Wörter, die trennbar und untrennbar sind. Also hier haben wir ja noch ein unterschiedliches Verb dahinter. Aber es gibt auch einige Wörter, da gibt es eine Bedeutung in der trennbaren Variante und eine Bedeutung in der untrennbaren Variante. Ein Beispiel dafür ist umfahren. Er umfährt das Schild, bedeutet, er fährt um das Schild herum. Aber er fährt das Schild um, bedeutet, er fährt gegen das Schild. Also hier gibt es einen großen Unterschied, je nachdem, ob du es trennst oder nicht trennst. Als Tipp hier dafür, wenn die Betonung nicht auf dem Präfix liegt, dann wird das Verb nicht getrennt. Also wie hier, er umfährt das Schild. Hier liegt die Betonung auf fahren oder er fährt das Schild um. Da liegt die Betonung auf um. Und das funktioniert grundsätzlich eigentlich auch bei allen trennbaren und nicht trennbaren Verben. Wenn die Betonung also nicht auf dem Präfix liegt, dann wird es nicht getrennt. Und ansonsten wird es getrennt, wenn die Betonung auf dem Präfix liegt. Da das als Nichtmuttersprachler aber immer nicht so einfach ist zu sagen, so betone ich das, merkt dir auf jeden Fall auch, kennst du es als eigenes Wort, Präposition, Adverb, was auch immer, dann trennst du es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Zur Konjugation musst du noch wissen, egal mit welcher Vorsilbe, egal mit welchem Präfix und auch egal, ob es trennbar oder untrennbar ist, das Verb wird immer genauso konjugiert wie das einfache Verb ohne Vorsilbe. Also ich schlafe immer sehr spät ein, von einschlafen. Ich schlafe, du schläfst, alles genau gleich. Er steht morgens um 6 Uhr auf. Hier ist die Konjugation ganz exakt gleich, unabhängig von dem, was hier davor steht. Und auch noch wichtig, wann musst du denn das Verb trennen? Denn du musst es nicht immer trennen, sondern nur in bestimmten Situationen. Vor allem, wenn du es konjugierst. Also wenn du das Verb selbst konjugierst, ich schlafe immer sehr spät ein, hier wird einschlafen konjugiert und deswegen musst du es trennen. Außerdem musst du es bei der Bildung des Partizip 2 trennen. Da kommt dann einfach die Vorsilbe GE dazwischen, wie zum Beispiel ich bin eingeschlafen. Also hier Vorsilbe und dann GE und dann noch schlafen. Es wird nicht getrennt, wenn es ein Hilfs- oder ein Modalverb benutzt wird, denn dann wird dieses Verb nicht selber konjugiert. Ich kann nicht einschlafen. Hier wird können konjugiert und eben nicht einschlafen und dann musst du das auch nicht trennen. Außerdem in Nebensätzen. Am Ende steht es wieder ganz am Ende, beides, dann musst du es auch nicht mehr trennen. Und nicht trennbare Verben musst du grundsätzlich nie trennen und da kommt auch kein GE dazwischen im Partizip 2. Dementsprechend bleibt alles ganz genau gleich, Konjugation und auch Wortstellung. So, ich hoffe, dir hat das Video wieder gefallen und falls du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann schau einfach mal in meinem Shop vorbei. Dort findest du E-Books zur deutschen Grammatik mit Erklärungen und Übungen und auch kleine Online-Kurse. Wenn du die kaufst, dann unterstützt du mich und ich helfe dir noch viel mehr bei deinem Ziel, die deutsche Grammatik zu verstehen und auch einfach anzuwenden. Ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.